Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Gewürzgurken. Als erstes einen großen Topf für die Kartoffeln aufsetzen, 1 Kilogramm ungeschälte Kartoffeln gut mit Wasser bedecken. Ich habe hier festkochende Kartoffeln hergenommen, das Wasser zum Kochen bringen und die Kartoffeln für ca. 25 Minuten im kochenden Wasser gar kochen. Etwa 8 bis 10 Minuten vor Ende der Garzeit gebe ich noch 4 Eier mit in den Kochtopf. Die Eier jetzt für die letzten 8 bis 10 Minuten zusammen mit den Kartoffeln gar kochen. Und wenn das erledigt ist, die Kartoffeln und Eier vorsichtig über der Spüle abgießen, kurz mit kaltem Wasser abschrecken und etwas abkühlen lassen. Als nächstes die Kartoffeln noch warm mit einem Küchenmesser abpellen, die Kartoffeln in Scheiben oder Stücke schneiden, dann in eine große Salatschüssel geben. Jetzt brauchen wir eine mittelgroße Zwiebel, die Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken, die gehackte Zwiebel in einen kleinen Topf geben, 200 Milliliter Gemüsefond bzw. Brühe dazu gießen, Zwiebelwürfel und Gemüsefond einmal zum Kochen bringen, dann vom Herd ziehen und über die Kartoffelscheiben gießen, die Kartoffeln einmal gut umrühren und anschließend kurz zur Seite stellen. Jetzt habe ich hier ca. 200 Gramm Gewürzgurken, einfach mit einem Messer in dünne Scheiben oder kleine Stücke schneiden, außerdem die Eier abpellen und ebenfalls grob hacken bzw. in Stücke schneiden, die gehackten Eier und die Gewürzgurkenscheiben zu den Kartoffeln in die Salatschüssel geben und jetzt fehlt im Prinzip nur noch das Mayonnaise-Dressing. Dafür 200 Gramm Mayonnaise mit in die Schüssel geben, außerdem einen gehäuften Esslöffel Senf, 4 bis 5 Esslöffel Gurkenwasser gebe ich ebenfalls noch mit dazu. Alles einmal kurz miteinander verrühren und zum Schluss schmecken wir den Kartoffelsalat noch kräftig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer sowie etwas Zucker ab. Danach sind wir damit fertig. So sieht der Kartoffelsalat dann aus. Jetzt noch etwas durchziehen lassen. Danach eventuell nochmals abschmecken. Für die Garnitur etwas gehackten Schnittlauch drüber streuen, auf Tellern verteilen und zusammen mit ein paar Wiener Würstchen oder Bockwürstchen servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.